Was ist eigentlich Liebe? Diese Frage stelle ich mir oft. Viele Leute denken, Liebe sei immer groß, laut, filmreif. Doch echte Liebe kann leise sein, alltäglich und manchmal auch anstrengend. Ja, ich finde, Liebe ist weniger ein Gefühl, sondern eher eine Reihe von Entscheidungen. Wenn ich meine Freunde anrufe, obwohl ich müde bin, entscheide ich mich für Liebe. Dasselbe gilt, wenn ich meiner Partnerin wirklich zuhöre, statt nur zu nicken. Ich stimme zu. Für mich zeigt sich Liebe oft in kleinen Momenten, zum Beispiel ein Kaffee am Morgen vom Partner. Oder ein warmes Wort, wenn der Tag schwer war. Genau. Viele Menschen suchen das perfekte Gefühl und verpassen die echten Gelegenheiten. Ja, das kenne ich. Als ich nach Deutschland zog, wartete ich auf dieses riesige Feuerwerk der Liebe. Doch die Beziehung, die blieb, wuchs langsam, Tag für Tag. Unsere Zuhörer können vielleicht ähnliche Geschichten erzählen. Schreibt uns gerne darüber. Ich denke, Liebe zeigt uns auch viel über uns selbst. Stimmt, wenn ich jemanden liebe, sehe ich meine eigenen Grenzen und Ängste klarer. Und wir lernen, geduldig zu sein, oder mutig, oder ehrlich. Das macht Liebe komplex, aber auch so spannend. Markus, würdest du sagen, Liebe ändert sich mit dem Alter? Auf jeden Fall! Mit 20 war ich total romantisch und dachte, Liebe löst jedes Problem. Heute suche ich eher Ruhe, Respekt und Teamarbeit. Das klingt sehr reif. Ich erlebe gerade etwas Ähnliches. Vielleicht merken wir, dass Liebe sich wandelt, weil wir uns wandeln. Ja, Liebe ist wie ein Spiegel. Schön gesagt. Danke. Viele Filme zeigen nur den Anfang der Liebe, das Kribbeln, nicht den Alltag. Ja, man sieht kaum die Szenen, wo Paare putzen oder Rechnungen zahlen. Doch genau dort beweist sich Liebe. Absolut. Ich erinnere mich an eine Erkältung. Ich lag flach. Mein Freund kochte Suppe. Das ist ein schönes Bild. Es fühlte sich unspektakulär an, aber ich wusste, das ist echte Fürsorge. Liebe muss nicht laut sein, sie darf auch flüstern. Trotzdem gibt es natürlich auch Feuer und Leidenschaft. Klar, und beides kann nebeneinander existieren. Unsere Zuhörer fragen sich vielleicht, wie sie echte Liebe erkennen. Gute Frage. Für mich ist ein Zeichen, dass ich selbst sein kann, ohne Maske. Ich ergänze, man fühlt sich sicher, auch wenn man streitet. Oh ja, Konflikte gehören dazu. Wichtig ist, dass Respekt bleibt. Sonst wird Liebe schnell zu Macht oder Angst. Das wollen wir nicht. Nein. Ein weiterer Irrtum. Liebe heißt nicht, immer gleich zu denken, Verschiedene Meinungen können Liebe sogar stärken. weil man lernt, zuzuhören. Und Kompromisse zu finden. Genau. Vielleicht hilft eine kleine Übung. Jeder Hörer kann jemanden anrufen und fragen, wie geht es dir? Sehr schön. So beginnt Liebe oft. Ich bin gespannt, ob unsere Hörer das ausprobieren. Jetzt, denke ich, haben wir ein gutes Fundament gelegt. Stimmt. Lass uns bald zur nächsten Geschichte springen. Persönliche Erfahrungen. Willkommen zu Kapitel 2. Unsere persönlichen Erfahrungen mit Liebe. Ich bin ein wenig nervös, denn meine Geschichte ist sehr privat. Das verstehe ich. Aber genau solche offenen Momente machen unseren Podcast wertvoll. Gut, dann fange ich an. Vor einigen Jahren war ich in einer Beziehung, die mich oft verwirrte. Inwiefern? Wir waren sehr verschieden. Er war laut, spontan, immer unterwegs. Ich war ruhiger,
brauchte Struktur? Das klingt anstrengend. Ja, es war anstrengend und zugleich schön. Ich habe viel gelacht, aber auch viel gezweifelt. Erzähl weiter. Eines Abends hatten wir einen großen Streit. Ich dachte, es ist vorbei. Ich packte schon meine Tasche. Oh nein. Er merkte, wie ernst es war. Plötzlich setzte er sich neben mich, ganz still. Dann nahm er meine Hand und sagte nur 3 Worte. Ich sehe dich. Das ist stark. In diesem Moment verstand ich, dass Liebe mehr ist als Recht haben oder gewinnen. Liebe bedeutet, den anderen wirklich zu sehen. Wie ging es weiter? Wir führten ein langes, ehrliches Gespräch. Wir sprachen über Ängste, Träume, Grenzen. Danach fühlte ich mich leicht, fast neu geboren. Und ihr seid zusammengeblieben? Nein, einige Monate später trennten wir uns doch. Aber die Trennung war ruhig, respektvoll. Wir wussten, wir haben beide gelernt. Was hast du genau gelernt? Ich lernte, dass Liebe manchmal den Weg freigibt, statt festzuhalten. Und dass Ehrlichkeit wichtiger ist als Harmonie um jeden Preis. Das ist eine wertvolle Lektion. Danke, jetzt würde ich gern deine Erfahrung hören. Gerne. Meine Geschichte ist etwas anders, aber auch verwirrend gewesen. Ich bin gespannt. Vor 3 Jahren traf ich Anna, eine Kommilitonin aus meinem Abendkurs. Okay, Wir verstanden uns sofort. Viel Lachen, viele Kaffeepausen. Alles fühlte sich leicht an. klingt schön. Eines Tages erzählte sie, dass sie bald für 1 Jahr nach Spanien muss. Studium. Oh, Distanz. Genau. Ich dachte, das schaffen wir nie. Aber ich wollte es versuchen. Und? Wir schrieben täglich. Videoanrufe, kleine Fotos vom Alltag. Am Anfang lief es super. Ich ahne ein Aber. Nach 4 Monaten kam ein Tief. Zeitverschiebung, Stress. Ich fühlte mich allein, sie auch. Das klingt hart. Eines Abends sagte ich spontan, ich komme vorbei nur für ein Wochenende. Wow, mutig. Ich buchte den Flug, landete in Barcelona, suchte ihre Straße. Mein Herz klopfte wie verrückt. Kann ich mir vorstellen. Als sie die Tür öffnete, standen wir still. Dann umarmten wir uns lange, ohne Worte. Gänsehaut. Wir gingen ans Meer, saßen auf den Steinen, schauten auf die Wellen. Dort in der Nacht verstanden wir etwas Wichtiges. Nämlich? Liebe braucht Nähe, ja, aber noch mehr braucht sie Vertrauen. Wir versprachen uns, offener zu reden, wenn es schwer wird. Hat es geholfen? Ja. Das Jahr verging. Sie kam zurück und wir sind noch immer zusammen. Das freut mich sehr. Danke. Die Reise war teuer und spontan, doch sie war ein Wendepunkt. Manchmal zeigt Liebe sich in mutigen Taten. Genau. Und in stillen, wie bei dir, mit 3 Worten. Unsere Geschichten sind unterschiedlich, aber beide zeigen Vulnerabilität. Stimmt. Liebe verlangt Offenheit, sonst bleibt sie flach. Vielleicht fühlen sich einige Zuhörer gerade erkannt. Das hoffe ich. Schreibt uns gern eure Momente, die alles verändert haben. Eine Sache interessiert mich. Hast du damals gezweifelt, bevor du das Ticket kaufst? Oh ja, sehr. Ich dachte, es könnte peinlich enden. Doch die Angst war kleiner als der Wunsch, es zu retten. Das ist schön. Und du? Hättest du damals gehen sollen oder bleiben? Gute Frage. Ich glaube, ich musste bleiben, um zu verstehen, wann gehen richtig ist. Klingt paradox, aber nachvollziehbar. Liebe ist oft paradox. Vielleicht macht genau das sie spannend. Auf jeden Fall.
Ich merke, wie ruhig ich werde, wenn ich darüber spreche. Ja, mir geht es ähnlich. Erzählen klärt das Herz. Und verbindet uns, auch mit unseren Hörern. Ich denke, wir haben 2 gute Beispiele gegeben, wie Liebe schön und schwierig zugleich sein kann. Perfekt. Wollen wir zum nächsten Teil überleiten? Sehr gern. Die verschiedenen Formen der Liebe. Kapitel 3 beginnt. Wir sprechen jetzt über die verschiedenen Formen der Liebe. Ja, Liebe ist nicht nur romantisch. Sie hat viele Gesichter. Fangen wir mit romantischer Liebe an. Das kennen die meisten zuerst. Romantische Liebe zeigt Intimität und Vertrauen. Aber sie ist nicht alles. Genau. Danach kommt oft Freundschaftsliebe. Sie ist ruhiger, aber sehr stark. Freunde halten uns, wenn das Herz schwer ist. Sie feiern auch unsere Siege. Dann gibt es Liebe in der Familie. Mutter, Vater, Geschwister, Großeltern. Familienliebe fühlt sich oft selbstverständlich an. Doch sie braucht Pflege. Manchmal wird sie erst wichtig, wenn wir weit wegziehen. Oh ja, ich habe das erlebt, als ich 1990 umzog. Stimmt. Und dann gibt es die Liebe zu uns selbst. Selbstliebe ist oft schwer. Wir sind unsere härtesten Kritiker. Ich übe Selbstliebe, indem ich mir Pausen gönne. Ich schreibe jeden Abend 3 Dinge auf, die ich gut gemacht habe. Tolle Methode. Vielleicht hilft das auch unseren Hörern. Schreibt uns, ob ihr so etwas probieren möchtet. Es gibt auch Liebe zur Natur oder zum Leben selbst. Ja, wenn ich im Wald laufe, spüre ich tiefe Ruhe. Das ist fast spirituell. Manche nennen es Dankbarkeit. Dankbarkeit und Liebe sind eng verbunden. Beide öffnen das Herz. Lass uns tiefer gehen. Wo unterscheiden sich die Formen genau? Romantische Liebe sucht Verschmelzung. Freundschaft sucht Gleichgewicht. Selbstliebe sucht Innenruhe. Familienliebe gibt Herkunft. Naturliebe gibt Weite. Das sind verschiedene Geschenke. Trotz Unterschiede brauchen alle Respekt, Zeit und Pflege. Genau. Ohne Pflege trocknet jede Liebe aus. Ich erinnere mich an meine beste Freundin. Wir schrieben lange nicht. Was passierte dann? Nach Monaten rief ich an. Wir lachten sofort, aber spürten Distanz. Ihr musstet die Freundschaft gießen wie eine Pflanze. Genau. Jetzt treffen wir uns wieder regelmäßig. Die Verbindung wächst. Das zeigt, Liebe ist Arbeit, egal welche Art. Aber es ist schöne Arbeit, oder? Oh ja, sehr lohnend. Wie pflegst du deine Familienliebe, Markus? Ich rufe meine Mutter jeden Sonntag an. Das ist unser Ritual. Rituale geben Sicherheit. In Beziehungen genauso. Manchmal sende ich ihr ein Foto vom Frühstück. Kleine Dinge zählen. Ich schicke meiner Schwester kurze Sprachnachrichten mit Witzen. Humor ist auch eine Form von Liebe. Stimmt. Lachen verbindet sofort. Was ist mit der Liebe zum eigenen Körper? Wichtig. Viele kämpfen mit dem Spiegelbild. Ich mache Yoga, das hilft. Ich gehe schwimmen. Das Wasser beruhigt und stärkt mich. Unsere Hörer können eine kleine Aufgabe machen. Heute etwas Nettes zu sich sagen. Ja, laut oder leise, ganz egal. Schreibt danach auf, wie ihr euch fühlt. Freundschaftsliebe lässt sich auch üben. Zum Beispiel durch Zuhören. Einfach mal das Handy weglegen und voll da sein. Gute Idee. So merken Freunde, dass sie wichtig sind. Familienliebe kann kompliziert sein, weil viel Geschichte mitschwingt. Ja, alte Konflikte stören oft. Doch Gespräch kann heilen. Manchmal hilft ein Brief, wenn Worte schwer fallen.
Ich habe meinem Vater einmal einen Brief geschrieben. Wir weinten beide. Das klingt berührend und mutig. Seitdem reden wir offener. Liebe wuchs neu. Siehst du, jede Form von Liebe braucht Offenheit. Und Geduld? Viel Geduld. Welche Form fällt dir am schwersten? Selbstliebe, ganz ehrlich. Ich bin oft kritisch mit mir. Mir auch. Aber wir arbeiten daran, stimmt's? Absolut. Schritt für Schritt. Vielleicht teilen Hörer ihre Tipps für Selbstliebe. Sehr gern. Das könnte allen helfen. Kommen wir zur Liebe zum Leben. Was bedeutet sie für dich? Für mich ist das Neugier. Jede Erfahrung wertschätzen. Ich sehe Liebe zum Leben in Sonnenaufgängen und Musik. Schön. Solche Momente nähren die Seele. Wollen wir kurz zusammenfassen? Gern. Wir haben über romantische, freundschaftliche, familiäre, Selbst- und Lebensliebe gesprochen. Alle Formen brauchen Pflege, Respekt, Zeit, Humor und Mut. Jede bringt ein eigenes Geschenk. Und zusammen machen sie das Leben reich. Ich hoffe, unsere Hörer erkennen ihre eigene Liebesvielfalt. Schreibt uns, welche Form heute eure Aufmerksamkeit braucht. So, das war ein tiefer Block. Fühlst du dich gut? Ja, ich fühle mich warm und inspiriert. Perfekt. Dann gehen wir gleich zum nächsten Thema über. Ich freue mich schon. Warum Liebe schwierig sein kann. Kapitel 4. Warum Liebe manchmal schwierig ist. Ein wichtiges Thema, denn viele denken, Liebe sollte leicht sein. Ja, wenn es hart wird, glauben manche, etwas stimmt nicht. Dabei ist Schwierigkeit oft normal. Erwartungen spielen eine große Rolle. Wir bauen Ideale im Kopf. Filme, Lieder, Werbung zeigen perfekte Paare. Dann trifft Realität auf Fantasie. Das knallt. Genau. Ich merkte das in meiner ersten Beziehung. Ich erwartete ständige Harmonie. Und was passierte? Wir stritten über Kleinigkeiten. Ich dachte sofort, es ist das Ende. Ich kenne das. Mein Perfektionsdrang machte mich blind für echte Nähe. Ein weiterer Grund ist Angst. Viele haben Angst vor Verletzung. Man schützt das Herz und baut Mauern. Doch Mauern halten auch Liebe draußen. Richtig. Offenheit macht verletzlich, aber auch verbindend. Vergangenheit mischt sich ein. Alte Wunden sprechen laut. Ja, wer betrogen wurde, sieht überall Gefahr. Es braucht Mut, neues Vertrauen zu schenken. Selbstwert spielt auch rein. Wer sich selbst nicht mag, sucht ständige Bestätigung. Das kann Partner überfordern. Ein Teufelskreis entsteht. Unsicherheit erzeugt Kontrolle, Kontrolle zerstört Vertrauen. Puh, komplex. Absolut. Doch Reden hilft. Kommunikation ist Schlüssel. Klingt simpel, ist aber schwer. Oft reden wir im Stress, nicht in Ruhe. Oder wir senden Vorwürfe statt Wünsche. Ein Beispiel. Statt zu sagen, du hörst nie zu, besser, ich fühle mich nicht gehört. Das schafft weniger Angriff und mehr Verständnis. Konflikte können Liebe sogar vertiefen, wenn man fair bleibt. Fair heißt, keine alten Fehler als Waffen nutzen. Und den anderen ausreden lassen. Klingt leicht, fällt mir trotzdem manchmal schwer. Mir auch. Wir lernen beide. Manche Schwierigkeiten kommen von außen, zum Beispiel Stress im Job. Oder finanzielle Sorgen. Liebe lebt nicht im Vakuum. Richtig. Gute Planung kann Druck mindern. Aber auch Pausen helfen. Gemeinsam entspannen, spazieren gehen, atmen. Ich schlage manchmal einen Techniktag ohne Handy vor.
Tolle Idee. Dann redet man wirklich. Sprachlosigkeit ist gefährlich. Schweigen füllt sich schnell mit Annahmen. Und Annahmen liegen oft falsch. Genau. Darum nachfragen, nicht raten. Ein Satz wie „Habe ich dich richtig verstanden?“ wirkt Wunder. Grenzen setzen gehört auch hierher. Oh ja, ohne Grenzen verlieren wir uns. Ich sagte meiner Partnerin klar, dass ich einmal pro Woche Zeit allein brauche. Wie reagierte sie? Erst überrascht, dann erleichtert. Sie brauchte das auch. Grenzen schützen beide, nicht nur einen. Manchmal scheitert Liebe an fehlender Selbsterkenntnis. Erklär das bitte. Wenn ich meine eigenen Bedürfnisse nicht kenne, kann ich sie nicht teilen. Dann fühlt sich der Partner ständig raten gelassen. Genau. Ein Tagebuch kann helfen, Klarheit zu schaffen. Oder Gespräche mit Freunden, um Muster zu erkennen. Ein weiterer Punkt. Zeit. Liebe entwickelt sich langsam. Doch wir leben in einer Sofortkultur. Geduld wird selten gefeiert, obwohl sie nötig ist. Ich vergleiche Liebe gern mit einem Baum. Erst Wurzeln, dann Äste, dann Früchte. Schönes Bild. Danke. Manche Menschen geben auf, bevor die Wurzeln fest sind. Ja, weil die ersten Stürme kommen und der Baum wackelt. Dazu gehört Vertrauen in den Prozess. Und Pflege, wie Wasser und Licht. Licht kann ein gemeinsames Hobby sein. Oder Humor. Lachen löst Spannung. Ich lache gern über mich selbst. Das nimmt Druck. Sehr gesund. Wir sollten auch über kulturelle Unterschiede sprechen. Gern. Verschiedene Traditionen können Konflikte bringen. Zum Beispiel, wer besucht wen an Feiertagen. Oder Essgewohnheiten, Religionsrituale. Respekt und Neugier helfen statt Urteil. Ich frage oft, kannst du mir erklären, warum das wichtig ist? Gute Frage. So lernt man, statt zu streiten. Zusammengefasst, Liebe ist schwierig wegen Erwartungen, Ängsten, Vergangenheit, Kommunikation, Stress und Kultur. Doch genau diese Schwierigkeiten geben Liebe Tiefe. Ohne Reibung kein Glanz, sagt man. Stimmt. Vielleicht denken unsere Hörer jetzt an eigene Hürden. Wir laden euch ein, eine Hürde aufzuschreiben und einen kleinen nächsten Schritt zu planen. Ein Schritt reicht. Dann weitersehen. So wächst Mut. Markus, fühlst du dich verstanden? Ja, dein Zuhören macht das Thema leichter. Mir geht es ähnlich. Reden nimmt Schwere. Gut, ich glaube, wir haben die Hauptgründe beleuchtet. Ja, lass uns zum nächsten Kapitel übergehen, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Was Liebe verlangt. Kapitel 5 startet. Wir fragen uns, was verlangt Liebe eigentlich? Liebe klingt romantisch, doch sie ist auch Arbeit und Pflicht. Arbeit klingt hart, aber Arbeit kann Freude bringen. Ganz genau. Beginnen wir mit Geduld. Ohne Geduld wächst nichts. Ich erinnere mich an meinen ersten Kochversuch mit meiner Partnerin. Oh, erzähl bitte. Ich wollte ein neues Rezept testen. Alles dauerte viel länger als geplant. Ich kenne das Problem. Sie blieb ruhig, half mir, schnitt Gemüse, stellte Musik an. Das klingt nach echter Geduld. Am Ende war das Essen mittelmäßig. Doch wir lachten viel. Und die Beziehung bekam ein Pluspunkt. Genau. Geduld gab uns Nähe. Nächster Punkt: Aufmerksamkeit. Liebe lebt von kleinen Beobachtungen. Zum Beispiel?
Mein Freund streckt morgens immer kurz die Schultern, wenn er Stress fühlt. Interessant. Was machst du dann? Ich lege eine Hand kurz auf seinen Rücken, ohne Worte. Schöne Geste. Aufmerksamkeit bedeutet sehen, ohne zu bewerten. Richtig, dann fühlt sich der andere wahrgenommen. Was ist mit Zuhören? Ohne Zuhören keine Liebe. Ja, aktives Zuhören heißt Blickkontakt, nachfragen, nicht sofort antworten. Viele Menschen planen schon die Antwort, während der andere spricht. Das mache ich auch manchmal. Ich übe eine Regel. Erst atmen, dann sprechen. Gute Regel. Atmen schafft Raum. Liebe verlangt auch Präsenz, körperlich und geistig. Handy weg, Fernseher aus, echtes Zusammensein. Wir haben einen Abend pro Woche ohne Bildschirme. Was macht ihr dann? Kochen, spielen, reden, manchmal schweigen zusammen. Schweigen kann sehr intim sein. Ja, wenn Stille nicht peinlich ist, fühlt man sich verbunden. Liebe verlangt auch Mut, schwierige Themen anzusprechen. Zum Beispiel Geld, Zukunft, Gesundheit. Ich schob das Thema Finanzen lange weg. Das machte Stress. Wie hast du es gelöst? Ich sagte einfach, ich habe Angst vor dieser Rechnung, können wir planen? Und? Er hörte zu, wir erstellten ein Budget. Das war erleichternd. Mut wurde belohnt. Liebe verlangt auch Verlässlichkeit. Man muss auftauchen, wenn man verspricht. Pünktlich sein ist eine Form von Respekt. Ja, kleine Versprechen halten stärkt Vertrauen. Ich sage immer, Worte sind Samen, Taten sind Wasser. Schönes Bild. Liebe verlangt ebenso Vergebung. Schweres Thema. Viele halten lange an Ärger fest. Ärger frisst Energie, die Liebe brauchen könnte. Wie lernst du vergeben? Ich schreibe einen Brief, den ich nicht abschicke. Dann verbrenne ich ihn. Rituale helfen, loszulassen. Genau. Danach atme ich tiefer. Liebe verlangt auch, Unterschiede zu feiern, nicht zu bekämpfen. Meine Partnerin liebt Jazz, ich mag Rock. Wir wechseln die Musik. So entdeckt man Neues und fühlt Respekt. Ein weiterer Punkt: Unterstützung beim Wachsen. Was meinst du genau? Ich motiviere sie, wenn sie Deutsch übt. Sie motiviert mich beim Joggen. Also gemeinsam wachsen, nicht bremsen. Ja, Liebe ist ein Teamprojekt. Dazu gehört auch, Erfolge zu feiern. Wir machen ein kleines Tanzritual, wenn jemand ein Ziel erreicht. Tanzen verbindet Körper und Freude. Liebe verlangt Klarheit über Grenzen, haben wir schon erwähnt. Ja, aber Grenzen sind nicht Mauern, sondern Türen mit Klingel. Schön formuliert. Danke. Liebe verlangt auch Humor. Ohne Lachen wird alles schwer. Ich hänge lustige Zettel an den Kühlschrank. Kleine Insider. Insider stärken, Wir-Gefühl. Genau. Liebe verlangt schließlich Zeit. Qualität vor Quantität. Ein kurzes, echtes Gespräch kann wertvoller sein als ein langer, leerer Abend. Richtig. Zeit bewusst wählen, nicht nur nebenbei. Machen wir eine Liste für unsere Hörer? Gute Idee. Liebe verlangt Geduld, Aufmerksamkeit, Zuhören, Präsenz, Mut, Verlässlichkeit, Vergebung, Respekt für Unterschiede, Unterstützung, Humor, Zeit. Lang, aber machbar, Schritt für Schritt. Unsere Hörer können heute einen Punkt auswählen und üben. Welchen wählst du heute?
Ich nehme Vergebung, ich rufe eine alte Freundin an. Ich wähle Humor, ich schreibe einen Witz an mein Whiteboard. Perfekt. Markus, noch etwas hinzufügen? Nur das. Liebe verlangt auch Selbstpflege, sonst brennt man aus. Stimmt. Wer sich selbst nährt, kann besser geben. Gut gesagt. Dann haben wir dieses Kapitel rund gemacht. Ja, gehen wir weiter zu unserer nächsten Station? Ich bin bereit. Wie Liebe uns verändert. Kapitel 6 ist da. Wir fragen heute, wie verändert Liebe uns? Ein großes Thema. Veränderung klingt manchmal beängstigend, ist aber oft schön. Ganz genau. Ich habe bemerkt, dass Liebe mich geduldiger gemacht hat. Magst du das ausführen? Früher wollte ich immer alles sofort. In meiner Beziehung lernte ich warten. Zum Beispiel beim gemeinsamen Kochen. Ich wollte loslegen, sie wollte erst das Rezept lesen. Ich übte mich in Ruhe. Jetzt merke ich, wie sich diese Geduld auch im Alltag zeigt, etwa im Straßenverkehr oder beim Behördenamt. Das klingt nach einer tiefen Veränderung. Bei mir hat Liebe meine Angst vor Nähe reduziert. Als junge Frau hatte ich immer Sorge, jemand könnte meine Schwächen sehen und ablehnen. Durch eine lange Freundschaft erlebte ich, dass Offenheit Akzeptanz bringt, nicht Ablehnung. Heute erzähle ich schneller, wenn ich Hilfe brauche. Stark. Ich glaube, Liebe zeigt uns Möglichkeiten, die wir allein nicht sehen. Einmal erzählte mir meine Partnerin, dass sie meine Kreativität bewundert. Ich hatte mich nie als kreativ gesehen. Ihr Blick öffnete eine neue Tür. Ich begann zu zeichnen, zuerst heimlich, dann mutig. Jetzt hängt eine meiner Skizzen über unserem Sofa. Wow, das ist ein schönes Beispiel. Liebe stärkt auch Selbstvertrauen. Ich erlebte das beim Deutschlernen. Mein Freund lobte jedes kleine Fortschrittchen. Seine Freude machte mich mutiger, Fehler zu riskieren. Ohne diesen Rückhalt hätte ich vielleicht aufgegeben. Liebe kann auch hart sein und trotzdem gut. Meine erste Beziehung endete schmerzhaft. Doch der Schmerz zeigte mir meine Abhängigkeit von Bestätigung. Ich lernte, meinen eigenen Wert zu spüren. Heute bin ich in Beziehungen freier, weil ich nicht alles vom Gegenüber erwarte. Ja, Liebe spiegelt uns. Manchmal mögen wir das Spiegelbild nicht, doch es hilft bei Wachstum. Ein Beispiel. Ich reagierte oft defensiv, wenn jemand Kritik äußerte. Mein Partner sagte einmal ruhig, dass er sich dann nicht gehört fühlt. Ich war erst verletzt, dann dankbar. Seitdem übe ich, Kritik als Chance zu sehen. Das erinnert mich an ein Gespräch mit einem Freund. Er sagte, Liebe macht aus einem Ich und einem Du ein Wir, aber nur, wenn beide Ichs gesund bleiben. Diese Balance lernen wir dauernd neu. Schön formuliert. Ein Wir ohne zwei starke Ichs ist instabil. Liebe lädt uns also ein, individuell zu wachsen, damit das Wir stabil bleibt. Genau. Veränderung zeigt sich auch im Alltag. Früher war ich chaotisch, durch das Zusammenleben habe ich Ordnung gelernt, nicht weil ich musste, sondern weil mir das Wohlfühlen meiner Partnerin wichtig ist. Jetzt genieße ich selbst den aufgeräumten Schreibtisch. Ich kenne das. Liebe kann Werte verschieben. Ich war Karrieremensch, alles drehte sich um Arbeit. Durch die Beziehungen in meinem Leben erkannte ich, wie wertvoll Freizeit ist. Heute plane ich bewusst freie Tage, um Zeit mit Menschen zu teilen. Manchmal merken wir die Veränderung erst spät. Gestern telefonierte ich mit einem alten Freund. Er sagte, dass ich ruhiger klinge als früher. Ich glaube, das kommt von mehr innerem Frieden, den Liebe schenkt. Schön. Liebe stärkt auch Mut.
Ich buchte letztes Jahr eine Soloreise, weil mein Partner sagte, er vertraut mir und freut sich für mich. Früher hätte ich mich nicht getraut, allein loszufahren. Die Reise zeigte mir neue Seiten an mir. Liebe kann Grenzen sprengen. Beispiel: Sprachen lernen für die Familie des Partners. Du hast das erlebt, oder? Ja, seine Familie spricht Spanisch. Ich lernte Grundworte, um sie zu begrüßen. Der Moment, als ich mich auf Spanisch bedankte, war magisch. Ich fühlte mich reicher, weil Liebe mich zu einer neuen Kultur führte. Mir fällt auf, Liebe ist wie ein Trainer. Sie fordert und fördert. Guter Vergleich. Ein Trainer sieht Potenzial und lässt dich schwitzen, aber er jubelt auch, wenn du besser wirst. Wir sollten auch erwähnen, dass Liebe uns weicher machen kann. Früher hielt ich Gefühle zurück. Jetzt weine ich bei Filmen und schäme mich nicht. Ich lache lauter als früher, weil ich sicher bin, dass Menschen in meinem Umfeld dieses Lachen mögen. Freiheit durch Liebe. Liebe zeigt uns auch Ängste. Doch mit einem liebevollen Menschen an der Seite wirken Ängste kleiner, weil man sie teilen kann. Teilen halbiert die Angst und verdoppelt die Freude, sagt man. Genau. Unsere Hörer können überlegen: Welche Eigenschaft hat Liebe bei euch gestärkt oder sanft verändert? Vielleicht Mut, Gelassenheit oder Kreativität. Schreibt uns, wir sind neugierig. Ein letzter Punkt. Liebe verändert sich selbst. Was gestern Romantik war, ist heute Freundschaft. Morgen vielleicht wieder Feuer. Und wir verändern uns mit. Ja, Liebe ist eine Reise, kein Ziel. Man steigt ein, weiß aber nie, welche Landschaften kommen. Das macht es spannend. Schön gesagt. Ich glaube, wir haben gezeigt, wie Liebe formt, fordert und bereichert. Ich fühle mich inspiriert. Und du? Sehr. Dann lass uns zum nächsten Kapitel übergehen. Das Geheimnis der Liebe. Willkommen zu Kapitel 7. Heute sprechen wir über das Geheimnis der Liebe. Ja, über den Teil, den wir nicht erklären können. Obwohl wir vieles analysieren, bleibt ein Rest Magie. Zum Beispiel dieses plötzliche Kribbeln, wenn man jemand trifft. Oder ein stiller Blick, der alles sagt, ohne Worte. Warum passiert das mit dieser Person und nicht mit 100 anderen? Keine Ahnung. Timing, Chemie, Zufall? Vielleicht alles zusammen, aber es fühlt sich größer an als Logik. Ich erinnere mich an einen Moment im Zug. Eine ältere Dame saß neben mir. Wir kannten uns nicht. Plötzlich legte sie ihre Hand auf meine, weil der Zug stark ruckelte. Ein kurzer Moment, aber ich spürte tiefe Wärme. Schön. Das war Liebe in Form von Menschlichkeit. Genau. Ich sah sie nie wieder, aber das Gefühl blieb. Manche nennen das Zufall, andere Schicksal. Was glaubst du? Ich denke, das Leben schenkt uns solche Augenblicke, damit wir offen bleiben. Offen für das Unerwartete. Ja, Liebe kann auch verschwinden, ohne klaren Grund. Das tut weh, weil wir Antworten suchen. Doch manchmal gibt es keine. Gefühle ändern sich leise. Das Akzeptieren zu lernen ist schwer. Aber nötig, um weiter lieben zu können. Es gibt auch Freundschaften, die ohne viele Treffen bestehen. Stimmt, Jahre schweigen, dann ein Anruf und alles passt. Das ist ebenfalls ein Geheimnis. Liebe wächst auch im Stillen. Ein Vater, der nachts leise die Decke seines Kindes richtet. Kein Applaus, aber tiefe Bedeutung. Warum berühren uns solche Gesten so sehr? Vielleicht, weil sie zeigen, dass wir wichtig sind, ohne es beweisen zu müssen. Ich habe ein kleines Ritual.
Wenn ich durch die Stadt laufe, lächle ich fremden Menschen zu. Manche lächeln zurück. Für mich ist das eine Mini-Form von Liebe. Ich mache das auch im Supermarkt an der Kasse. Manchmal ändert ein Lächeln den ganzen Tag. Und doch kennen wir den Menschen nicht. Geheimnis pur. Liebe ist also nicht nur zwischen Partnern, sondern ein Netz von kleinen, unsichtbaren Fäden. Gut gesagt. Diese Fäden halten die Welt zusammen. Glaubst du, wir sollten immer alles verstehen? Nein, ein Teil von Liebe will einfach gefühlt werden. Wie ein Lied, das man nicht übersetzt, sondern hört. Genau. Wenn wir alles kontrollieren wollen, stirbt die Magie. Also dürfen wir lernen, loszulassen und zu staunen. Ja, staunen wie Kinder. Unsere Hörer könnten heute einen Moment der Liebe suchen, ohne ihn zu erklären. Vielleicht der Duft von Regen, das Geräusch von Lachen im Park. Oder der eigene Herzschlag, wenn man an jemanden denkt. Schreibt es nicht gleich auf. Fühlt es erst. Dann, wenn ihr mögt, teilt es mit uns. Denn geteiltes Staunen wird größer. Ich mag dieses Kapitel. Es erinnert mich, dass nicht alles in Listen passt. Mir auch. Liebe ist halb Wissen, halb Wunder. Ein schönes Gleichgewicht. Damit schließen wir das Kapitel über das Geheimnis der Liebe. Bereit für die nächste Etappe? Ich freue mich darauf. Abschließende Reflexion. Wir sind fast am Ende unserer Reise angelangt. Wie fühlst du dich gerade, Sarah? Ruhig und dankbar. Wir haben Liebe aus so vielen Blickwinkeln betrachtet. Mir geht es ähnlich. Ich spüre, dass Liebe kein einzelner Moment ist, sondern ein Prozess. Genau. Liebe entsteht immer wieder neu, durch kleine Taten und offene Herzen. Wir haben über Freude, Schmerz, Arbeit und Magie gesprochen. Und alles gehört dazu. Vielleicht ist das wichtigste Bild. Liebe ist wie ein Garten. Man sät, gießt, wartet und manchmal staunt man über eine unerwartete Blüte. Schön gesagt. Der Garten braucht Sonne und Regen. Beides formt das Wachstum. Ja. Und wir haben gelernt, dass Unterschiede kein Feind sind, sondern Dünger. Das merke ich täglich. Wenn meine Partnerin anders denkt, erweitert das meinen Horizont. Für mich bleibt die Erkenntnis, dass Liebe zuerst innen beginnt. Ohne Selbstliebe fehlt der Boden. Und dass Geduld das Wasser ist, das alles zusammenhält. Wir können also festhalten, Liebe ist Übung, Pflege, Mut und Staunen in einem. Ein schönes Paket. Vielleicht fragen sich unsere Hörer jetzt, was der nächste Schritt für sie ist. Ich würde sagen, wählt heute eine kleine Handlung, die Liebe zeigt. Ein Anruf, ein Lächeln, ein ehrliches Danke. Klingt simpel, wirkt aber stark. Liebe wächst in Details. Und vergesst nicht, euch selbst auch ein bisschen Liebe zu schenken. Unbedingt. Eine Pause, ein Spaziergang, ein tiefes Atemholen. Markus, ich finde, wir haben einen schönen gemeinsamen Nenner gefunden. Ja, Liebe ist lebendig, beweglich und für alle da, wenn wir sie nähren. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für den inhaltlichen Teil. Stimmt. Soll ich vielleicht gleich alles zusammenfassen? Zusammenfassung und Abschied. Gut, dann fasse ich unsere Reise kurz zusammen. Wir fragten zuerst, was Liebe bedeutet. Wir sahen, Liebe ist oft leise und braucht Entscheidungen.
Dann kamen unsere persönlichen Geschichten. Sie zeigten Verletzlichkeit und Mut. Danach sprachen wir über viele Formen von Liebe. Romantisch, freundschaftlich, Familie, Selbstliebe und Liebe zum Leben. Wir erklärten, warum Liebe manchmal schwer ist. Erwartungen, Angst und alte Wunden spielen eine Rolle. Im 5. Teil sagten wir, was Liebe verlangt. Geduld, Aufmerksamkeit, Zuhören, Mut, Humor und Zeit. Kapitel 6 zeigte, wie Liebe uns verändert. Sie macht uns geduldiger, mutiger und weicher. Kapitel 7 handelte vom Geheimnis. Liebe bleibt teilweise unerklärlich, und das ist schön. Kapitel 8 erinnerte uns, dass Liebe ein Garten ist. Man sät, pflegt und staunt über neue Blüten. Das ist der rote Faden. Liebe ist Arbeit und Wunder zugleich. Danke, Markus. Deine Zusammenfassung ist klar und warm. Ich denke, unsere Hörer haben jetzt ein gutes Bild. Dann kommen wir zum Abschied. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Mir auch. Jede Folge mit dir fühlt sich ehrlich und leicht an. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr bis hierher geblieben seid. Ja, eure Zeit ist wertvoll und wir schätzen sie sehr. Wir hoffen, ihr nehmt eine kleine Idee für euren Alltag mit. Vielleicht ruft ihr heute jemanden an oder schenkt euch selbst Ruhe. Wenn ihr Gedanken teilen wollt, schreibt uns gerne. Wir lesen alles und lernen auch von euch. Für mich war diese Folge besonders. Das Thema Liebe betrifft jeden. Mich hat es berührt, wieder über kleine Gesten nachzudenken. Bleibt offen, mutig und geduldig. Und vergesst nicht zu staunen, wenn Liebe leise anklopft. Dann sagen wir Tschüss und bis zur nächsten Episode. Tschüss, passt gut auf euch auf.